Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Cargolf-Freunde, da bin ich wieder, euer Stefan Luftschütz mit einem neuen YouTube-Video. Jetzt aus meinem Urlaub, bin also frisch, gepeppt, habe gute Farbe, habe mich mal 2 Wochen richtig erholt. Und was wir jetzt hier heute Morgen haben, ist eine wirklich wunderschöne, originale 280 SL Mercedes Pagode. Pagode, warum? Pagodendach, das kennt ihr ja. Wir haben auch hier jetzt mal, wir fahren so, wie er da ist. Der hat natürlich auch ein Stoffdach, was übrigens gerade neu gekommen ist. Der Besitzer hat das Auto seit 2006 und das Tolle ist, das Auto war Jahrzehnte im originalen Besitz. Es ist ein amerikanisches Auto, ist aber komplett auf Deutsch gebaut, das kann man so gar nicht mehr erkennen und hat eine erstklassige Karosse, einen erstklassigen Chrom und wie ich finde, ist eine Matching Colors Farbe. Das heißt, der ist genau so, wie ihr ihn da seht, auch ausgeliefert worden. Und schaut euch mal die Qualität dieses Autos an. Also finde ich nicht nur optisch, ist super schick. Dunkelblaues Dach, dunkelblaue originale Radkappen, die sind praktisch neuwertig. Schaut euch das mal an, wie die glänzen. Das ist einmalig. Und, ist ja immer wichtig, Spaltmaß bei der Pagode, schaut mal hier. Daran erkennt man eine gute originale Karosserie, die noch nie auseinander war. Das ist auch ein ungeschweißtes Auto, deswegen sitzt der so. Und man müsste auch, wenn man ihn jetzt diesen berühmten Türentest, wie schön so eine Tür zugeht, habt ihr das gehört? Plapp und zu. Also erste Klasse, hier hinten der Kofferraumdeckel, der sitzt auch wie am ersten Tag. Es ist ein 280 SL, davon sind übrigens 23.000 Autos gebaut worden. Den gab es ja als 230 SL, als 250 SL und als 280 SL. Von dem Auto 23.000, gesamt gibt es 49.000 produzierte Fahrzeuge und er hat ein Automatikgetriebe. Jetzt schaut euch mal hinten auch an, die Lichter, also man kann wirklich sagen, die sind neuwertig. Hier die schönen Stoßstangecken, hat hier eine Miniaturbeule, ganz bisschen, aber das ist die Originale, sieht man kaum. Nur wenn sich so ein bisschen gegen das Licht blendet, ein ganz kleines bisschen. Auch hier drüben, da ist ein Wassertropfen drauf. Ansonsten wirklich Top-Zustand. Der originale Tankdeckel hier noch mit dem Mercedes-Stern hier vorne drin aus Chrom, da müsst ihr mal drauf achten. Die Auspuffanlage sitzt perfekt unten drunter, nicht schief oder krumm. Und wenn ihr mal schaut, hier von der Seite, Paul zeigt das doch mal unseren Filmschauern, unseren Zuschauern, er steht in den Federn, wie es gehört. Also man kann hier wirklich sagen, bei dem Auto, das ist eigentlich ein Prospektwagen, wie der da steht und wie der sich zeigt, und den fahren wir jetzt auch gleich mal. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Auto. Nochmal vorne drunter unter die Haube geschaut, das ist ja Mercedes 280 SL. Da ist hier an der Seite der Hebel zum Aufziehen. Das mache ich jetzt mal. Schaut mal hier rein. Also absolut top. Hier vorne steht übrigens, das ist ganz bekannt, die Firma für eine hervorragende Arbeit bekannt, Fritz Wallner. Das heißt, als der Wagen aus den USA gekommen ist, er von der Firma Fritz Wallner München gemacht worden. Das ist wirklich, also wie ich meine, ein Qualitätssieger. Es sind ganz, ganz tolle Leute, die ich persönlich kenne, die eine Top-Arbeit machen, die was wissen vom 190 SL und von der Pagode. Und wenn ihr hier reinguckt, das ist alles ungeschweißt, alles top im Zustand. Also so muss ein guter Wagen aussehen, so wie dieser 280 SL hier. So, jetzt machen wir mal zu, jetzt hört euch das mal an. Zu. Perfekte Pagode, Spaltmaß, ganz original und tipptopp. Wie gesagt, der hat hier keinen Unfall gehabt. Der Vorderwagen ist original, da ist auch die berühmte Sicke. Also so alle Pagodenfreaks achten ja hier mal auf diese Sicke, die hier im Lampenchrom beginnt und sich in der Karosserie dann fortsetzt. Man sieht es auch, wie perfekt hier die Lampen sitzen und passen bei dem Auto. Also wirklich, das Auto gehört zu den oberen 10% und es ist eben nicht ein Auto, was in einer polnischen Manufaktur oder in Ungarn gemacht wurde, sondern Fritz Wallner München, die haben einen Namen, die machen das Jahrzehnte und da weiß ich, dass die wirklich exzellente Arbeit liefern. Da kommt der Wagen her. Der jetzige Eigentümer hat ihn fast 20 Jahre. Das ist schon ein paar Tage her, dass er bei Wallner war, hat ihn aber nur top gepflegt, nur trockene Garage. Ich habe mir das zu Hause bei ihm angeschaut. Das ist ein wirkliches Top-Auto. So, und wie der fährt, das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt fahren wir mal los. Wir hatten eben gerade hier ein heftiges Gewitter. Jetzt wird es wieder schön und heiß. Deswegen heute auch mal kurze Hosen bei mir. Also, würde ich mal sagen, los geht's. Jetzt habe ich mich auf meine Sonnenbrille gesetzt. Oh je. Hat sie ausgehalten. Also.
So, können wir anfangen? Wunderbar, dann fange ich an. Also hier heute Morgen, wunderschöner Dreh, Mercedes 280 SL, hat 170 PS, 2770 Kubik und war so von 1968 bis 1971 bei Mercedes ja das Thema, weil der rassige Sportwagen überhaupt, der ist 200 Stundenkilometer schnell gewesen mit seinen 170 PS, hat irgendwo Verbrauch so 14, 15, 16 Liter. Das hat eine Pagode, wenn er den langsam fährt, auch 12 meinetwegen. Unser Wagen hat hier ein Automatikgetriebe. Den Wagen gab es ja auch mit Schaltung. Kommt hier ein bisschen warm, habe ich auch schon gemerkt, aber ich habe gerade hier zugemacht. Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr gepflegter Wagen. Das sieht man hier schon an dem tollen Armaturenbrett. Der hat ein originales Becker Mexiko Radio mit Kassette. War damals die ganz teure Luxusausführung, das hat der Wagen. Dann hat er hier die Hebelchen. Das ist alles schön in Ordnung. Defrost ist amerikanische Bezeichnung, war die Heizung. Dann hat er hier natürlich einen deutschen Tacho bekommen, der geht bis 220 Stundenkilometer. Und hat auch hier vorne, wenn ihr euch das mal anguckt, die ganzen Armaturen, die ganzen Details, da ist überhaupt kein Rostansatz. Das ist fast ein Jahreswagenzustand. Also ich sage das ganz bewusst, der gehört sicherlich zu den 10 besten Prozent aller Pagoden, die wir bisher gehabt haben. Der Wagen ist wirklich sehr, sehr schön. Und wenn ich weiß, der ist bei Weiner gewesen, ist da gemacht worden, das ist ein Qualitätssiegel, Qualitätsmerkmal, der macht wirklich tolle Arbeit. Und ja, Holz ist hier vorne gemacht worden, das könnt ihr sehen. Spaltmaß ist alles tiptop im Zustand. Das ist eine ungeschweißte Originalkarosse. Und auch die ganzen Instrumente hier, Armaturen, hier das Handschuhfach, schaut mal da rein, das ist ja fast neuwertig. Der Wagen ist, als er nach Deutschland gekommen ist, hat er 110.000 Meilen gehabt. Das ist aber, wenn so ein Wagen gepflegt ist, nicht sehr viel. Und man spürt auch, also technisch ist er dann überholt worden von Wallner. Also er zieht schön durch, er fährt wirklich gut. Und so ein 280er geht ja auch ganz gut los. Also muss man ja wirklich sagen, das ist ein Auto, was genug Kraft hat. Also tolles Auto, ich mag das schon, wie er fährt. Die haben hier, also man kann hier sehen, dass es eloxiert. Das ist bei einer deutschen Pagode immer Chrom, hier ist es eloxiert, dass es nicht blendet. Und ihr könnt das auch an den Türtaschen hier sehen. Ein Amerikaner hat die Ausführung und ein Deutscher hat hier den festen Kasten mit der Chromleiste oben drauf. Daran kann man eigentlich noch erkennen, dass das hier ein Ami gewesen ist. Ansonsten die ganzen Lichter, Beleuchtung außen ist alles weggemacht worden. Also erkennen kann man von außen nicht, dass das mal ein Amerikaner war. Aber wichtig bei so einer Pagode ist, dass der wirklich im guten Zustand ist, dass er technisch gut fährt. Und das merke ich jetzt sofort, der läuft klasse, der Wagen. Der hat schön Power, der zieht gut durch. Das ist wirklich ein gutes Auto. Maschine klingt gut. Ja, wenn so ein Wagen in Ordnung ist, dann dampft er auch ganz gut los. Und ich persönlich finde, dass diese Farbe sehr schick ist bei dem Auto. Das ist relativ selten. Wir haben schon mal so einen Wagen vor gut einem Jahr verkauft. Hellblau, dunkelblau. Aber so rein qualitativ insgesamt finde ich den persönlich hier noch besser. Er hat übrigens auch die Original-Teppichware. Schaut euch das mal an. Dunkelblau, das war die Pagodenware. Und ich würde mal sagen, die ist neu. Das haben sie erneuert. Wie auch die Ledersitze neu sind. Aber das ist gut und richtig gemacht worden. Also so wie das hier gemacht ist, gehört es auch. Schaut mal nach hinten, Kindersitz hat er keinen, da haben wir nur eine Akte liegen. Und der Akte ist, das habe ich eben schon gesehen, also wirklich hervorragend vollständig. Das zeige ich euch gleich mal. Also der Wagen ist sehr, sehr gepflegt. Die Historie ist komplett nachzuvollziehen. Hat so eine dicke Akte mit allen Dokumenten und Unterlagen, die so ein Auto haben muss. Und der hat die auch. Der Mercedes 280 SL, der hat seinerzeit die 0 bis 100, den Sprint in 9 Sekunden geschafft. Das war schon ein ziemlich guter Wert. Und wenn man so um 1969, 1970 so einen Wagen hatte und der 200 Sachen schnell war hier auf der Autobahn, da war man ziemlich weit vorne. Da gab es nicht mehr sehr viel mehr. Porsche war damals genauso schnell. Neu gekostet hat so ein Auto damals, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich mich, nicht, dass ich mit dem 190er mich vertue. Ich glaube irgendwas mit ein paar 20.000 oder guck mal nach. 25.000. Ja, 25.000 Mark hat das damals gekostet. Paul hilft mir da gerade. Ja, er hat auch einen schönen Kickdown.
Zieht auch bei uns die Berge hoch. Die sind in Bayern ja hier ein bisschen steiler. Bei uns könnt ihr sehen. Klingt auch gut, der Motor. Ja, sehr schönes Auto. Also eine Pagode, die wirklich hervorragend läuft. Jetzt drehe ich mal meine Sitzlehne nach hinten. Das muss man da noch mechanisch machen. Also elektrisch hat hier das Auto gar nichts. Das gab es damals noch nicht. Kein ABS, kein Airbag. Hube funktioniert ganz prima. Haben wir eben schon gemerkt, geht auch das an dem Auto. Guck mal, elektrische Antenne, super extra. Das hat er sogar. Und Musik funktioniert auch. Stereo hat er nicht. Gab halt eben damals so diesen einen Lautsprecher hier oben. So, jetzt machen wir mal wieder auf. Da ist sogar eine Stereolampe angegangen. Ich weiß bloß nicht, wo die beiden Lautsprecher hier sind, aber gut, egal. Ja, 280 SL in einem wirklich tollen Zustand. Also das ist auch wieder ein Ausnahmeauto. Ihr werdet nicht viele 280er finden in dieser Qualität hier. Ja, erstes Fazit, das ist echt ein tolles Auto. Also wer sich eine Pagode kauft, übrigens, ihr wollt ja immer gleich einen Preis wissen, verstehe ich auch gut, obwohl wir den Rest immer verhandeln bei uns. Das Auto liegt aber unter 150.000 Euro. Es gibt ja mittlerweile Pagoden, da stellen sich einige Firmen 298.000 vor. Es gibt auch polnische Produkte für über 200. Das kann man zahlen, wenn man möchte. Man muss das aber nicht, weil das Auto hier liegt unter 150. Und ich kann euch eins sagen, keiner dieser anderen Firmen steht dem hier nach. Absolut nicht. Das ist ein ganz tolles, authentisches Auto. Ich mache mal hier die Handbremse fest. Die muss doch hier irgendwo sein. Die ist hier vorne, damit er nicht wegrollt. Also wirklich ein gut gemachtes Auto und das spürt man auch. Der ist fest, der funktioniert gut, der bremst gut. Der hat ja sehr viele technische Sicherheitsveränderungen. Auch zum Beispiel hier klappbarer Lenksäule. Pralltopf hat es vorher nicht gegeben beim 230 SL. Hat er 4 Scheibenbremsen, die wirklich gut zupacken. Ich meine, 200 Stundenkilometer ist eine ganze Menge. Ja, und sonst Rückspiegel, links, rechts hat er auch einen Rückspiegel. Also Auto ist wirklich gut. Kann ich nicht anders sagen. Ich steige jetzt mal aus. Die Schnarre haben sie nicht weggemacht. Das ist die Amerika-Schnarre, die nervt ein bisschen. So, wenn der Schlüssel raus ist, schnarrt er nicht mehr. So, jetzt nehme ich mal die Akte. Schaut mal hier. Originaldatenkarte. Und das ist ein Wagen nach Datenkarte. Also alle Nummern, die da stehen, beschreiben ja die Ausstattungscode von dem Auto. Und alles, was ihr da seht, steht da genau so drin. Dann hat er Originalbetriebsanleitung, Classic-Data-Gutachten ist dabei und belegt sämtliche Rechnungen von Mercedes oder auch von anderen bedeutenden Firmen. Inspektion, alles gemacht, schaut mal hier. Es ist alles dabei bei dem Auto. Also sowas wünsche ich mir eigentlich bei jedem Auto, was wir haben. Das bekommen wir leider nicht immer. Aber hier ist alles gemacht. State of der California ist er übrigens gelaufen, also kein Salz auf der Straße ist der Titel. Dann ist hier nochmal Original. Kann ich das gerne mal da rausholen. 280 SL. Schaut mal hier, Betriebsanleitung, die ist noch neuwertig. Alles erklärt zu diesem schönen originalen Auto, also kein Nachdruck, dann auch alles aus Amerika. Serviceheft und das Checkheft, das habe ich auch irgendwo gesehen, das ist auch dabei. Sogar mit einer amerikanischen Straßenkarte hier, superklasse. Ach ja, das kommt dann hier. Das muss ich jetzt dann einfach mal so machen. Aufpassen, dass wir es nicht rauswerfen. Es ist auch hier hinten das Checkheft dabei und zwar lückenlos geführt, finde ich ganz, ganz wichtig. Guck mal hier, Kundendienstheft. Alles abgestempelt. Also der Wagen ist mit 110.000 Meilen von den USA hier nach Deutschland gekommen, dann bei Wallner gemacht worden, auch immer an der gleichen Stelle hier gewesen und hat, soweit ich weiß, nur 2 Hände gehabt in den USA. Das ist natürlich toll. Ich mache das jetzt mal hier rein, sonst fällt mir das runter. Also es ist alles dabei, was so ein Auto haben muss, beziehungsweise was so ein Auto jemals erhalten hat. Und es ist alles in dem top gepflegten, auch hier neuwertigen Zustand. Ja, also wenn jemand wirklich eine tolle Pagode haben möchte und sagt sich, da muss nicht gerade Silber oder dunkelblau oder schwarz sein oder weiß, das ist doch hier ein Traumauto. Schaut euch das mal an, wie toll der in den Federn steht. Also es ist ein absolut, wirklich ein wunderschöner Wagen. Und so ein Auto in der Qualität gibt es nur ganz, ganz wenige. Was ich halt eben immer gut finde, ist, wenn so ein Wagen noch nicht auseinandergerissen wurde. Ihr müsst euch mal die Kanten angucken bei dem Auto. Die sind nicht rund geschliffen. Oft ist ein Auto 3, 4, 5 Mal lackiert worden. Jedes Mal musste der Lackierer wieder schleifen. Und dann werden die Kanten immer runder. Ihr müsst, wenn ihr euch so ein Auto kauft, zum Beispiel bei so einer Stelle genau hinschauen, hier vorne. Das ist ja hier plan, das ist ja auf der gleichen Ebene. Wenn ihr hier lang guckt, schaut mal da,
So gehört ein Top-Spaltmaß. Das ist scharfkantig, wie mit der Rasierklinge hier vorne. Könnt ihr das hier sehen? Wie mit der Rasierklinge gemacht. Das heißt, er hat nur einmal einen Lack bekommen auf diesen anderen Lack und der Wagen war vorher rostfrei. Und deshalb diese hervorragende Kantenqualität und eben auch das originale Spaltmaß. Und so ein Auto, ich sag mal, so ein Wagen kann ja sonst wie gut restauriert worden sein irgendwo, aber original ist original und dann steht so ein Wagen so toll da. Und das macht den Wert von einem guten Oldtimer aus, dass er so authentisch wie möglich ist und dass er sich von den anderen Autos in seiner gesamten Fertigungsqualität immer noch ganz dicht ans Original anlehnen kann. Und das ist hier auf jeden Fall möglich. Das ist hier der Fall bei dem Auto und das begeistert mich auch so von dem Auto. Ach ja, übrigens, ein Extra, was damals nicht Serie war, das sind die Kopfstützen gewesen, die hat er. Ich mache jetzt mal hier auf, schaut mal hier hinten rein. Das werden natürlich Spezies erkennen, das gehört natürlich da nicht rein, da gehört eigentlich die Gummimatte rein. Aber auch wenn er hier runter schaut, das sind überall noch die Schweißpunkte von damals. Es ist immer, wenn hier so minimaler Rost ist, hier hat er minimal was, dann ist mal Feuchtigkeit drunter gewesen und man hat es nicht richtig abtrocknen lassen. Aber da ist nichts durchgerostet oder so ist ja der Tank drunter. Schaut euch das mal an. Das ist also wirklich alles in einem hervorragenden Zustand. Da sind die ganzen originalen Aufkleber noch drauf. Die hat er auch. Auch ein Zeichen dafür. Also das ist kein unverfuschtes Auto. Habt ihr gehört, wie leise das zugeht? Das sitzt und passt sofort. Da muss man nicht 5-mal so machen, bis er richtig zugeht. Der ist zu. Schaut mal, wie schön der da steht. Und ich persönlich finde dieses Blau wunderschön bei dem Wagen. Und dann noch die Zweifarbigkeit mit den dunkelblau lackierten Radkappen, mit dem blauen Hardtop. Also ich finde, der Wagen sieht richtig schick aus. Ich meine, das ist ja nicht jeder in der Farbe, aber ich finde, das steht dem Auto extrem gut. Übrigens, was ich ganz, ganz wichtig finde, die Pagode ist ja 1990 nach Deutschland gekommen und das hat damals, denke ich mal, die Firma Wallner gemacht und der Wagen ist dann gleich zu Wallner auch gekommen und dort restauriert worden. Also die werden sich sicherlich in Amerika nur ein wirklich gutes, originales Auto ausgesucht haben und haben ihn dann gleich gemacht. Also das ist für mich eine Gewissheit, eine Gewähr, dass eine gute Firma sicherlich nichts Schlechtes sich geholt hätte und auch nichts Schlechtes dann auf die Originalität drauf restauriert hätte. Ist ja nicht so, dass der komplett auseinandergebaut werden musste. Der war schon gut original beieinander, nur wenn ich höre Kalifornien, da hat er vielleicht so ein paar bisschen gerissenes Leder gehabt, jedenfalls keinen Rost. Und dann ist er auf diese schöne Originalität, die wie gesagt nicht durch Rost zerstört war, drauf restauriert worden. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Technisch ist das Auto revidiert, man merkt das, wenn man ihn fährt, der läuft wirklich wunderbar. Also das ist ein Auto, das gibt mir ein sicheres Gefühl. Wenn ich mich da jetzt reinsetze, da wüsste ich, ich kann jetzt 500 Kilometer bis nach Kassel fahren und komme da auch gut an. Steht jetzt bei uns in Beuerberg. Ihr wisst ja, wenn wir die Filme bekommen hier in Bayern, machen wir die immer erst in Beuerberg. Und dann werden die Autos verteilt, entweder in unserem Betrieb nach Rosenheim oder teilweise auch bis nach Hamburg. Obwohl die Jungs da oben auch eigene Filme, das mache ich ja auch haben. Und mittlerweile auch im Bestand von fast 50 Autos. Wenn ihr also übrigens in Norddeutschland ein paar schöne Autos habt, ruft die Jungs da oben an, 040 25 33 5000. Das ist eine gute Mannschaft, die wir mittlerweile haben mit 4 Mann, die sich richtig auskennen, die auch schon schöne Autos verkauft haben in der letzten Zeit. Das läuft also auch gut an da oben. Also da kann ich sehr zufrieden mit sein. Und trotz dieser insgesamt, sage ich mal, unruhigen Weltlage im Moment, unser Geschäft ist ganz, ganz stabil. Es wird mehr und mehr ein internationaler Markt. Und international gibt es immer mehr Freaks für solche Autos, was ja letzten Endes auch YouTube bewirkt. Unsere Filme haben ja eine riesen Verbreitung und dadurch sehen immer mehr Leute, wie toll ein Oldtimer sein kann. Aber die Autos werden nicht mehr und das führt dazu, dass dieser Markt sehr, sehr stabil ist. Also was die Zukunft angeht von Oldtimer, man fährt die ja eh nur ein paar tausend Kilometer pro Jahr, ist auch umweltverträglich. Die wird man auch irgendwann mit Wasserstoff befüllen können und damit betreiben können. Mache ich mir da wirklich keine Gedanken. Die werden umweltverträglich sein. Und es sind halt eben wirklich tolle Autos. Hallo Jungs. Ja, naja, im Landkreis sind wir mittlerweile bekannt.
weil wir fahren ja hier fast jeden Tag mit einem anderen Oldtimer durch die Gegend. Aber das kommt gut an bei den Leuten. Also wir haben eine ganze Menge Fans dadurch neu gewonnen und wir bekommen ja auch tolle Autos angeboten immer wieder, das seht ihr ja hier. Täglich immer wieder schöne Autos, halt eben Autos in Cargold-Qualität, darauf kommt es an. Das müssen gute Sachen sein und da macht so eine Fahrt auch wieder wie die mit dieser wunderschönen Pagode richtig Spaß. Ja, mir macht das Laune, es soll ja heute noch ein bisschen heißer werden. Wir haben das Dach jetzt draufgelassen, man braucht 2 Mann, um einen Hardtop von der Pagode abzubauen. Das hätten wir machen können, aber haben wir gesagt, nee, jetzt fahren wir mal mit dem Hardtop. Er hat kein Spiel in der Lenkung. Man merkt, hier war ein Kfz-Meister dran, der sich versteht auf Mercedes, spürt man einfach. Er bremst auch gut, er hat ja 4 moderne Scheibenbremsen für die damalige Zeit. Der 250er hatte ja noch einfach, hat also nicht diese speziellen wie unser hier. 280 SL war seinerzeit die Pagode, die technisch auf dem besten Stand war. Und auch sicherheitstechnisch, der hat auch Gurte hier, der Wagen, und Kopfstützen. Also sehr, sehr verbessert war. Läuft sehr schön die Maschine. Automatik schaltet auch gut, die ruckelt gar nicht. Relativ selten bei einer Pagode. Also eine gut schaltende Automatik hat unser Auto auch. Und direkte Lenkung. Merkt man richtig, ne? Der schwimmt nicht, der Wagen. Also ein Wagen, den man auch wirklich zackig fahren kann. Der sich sehr, sehr gut bewegen lässt. Ja, wirklich schönes Auto. Also der nächste Besitzer dieser Pagode kann sich glücklich schätzen, einer der besten Pagoden zu haben, die wir in unserem Bestand hatten und verkauft haben. Wirklich ein gutes, authentisches Auto. Kann ich absolut empfehlen. Ja, wie ich ja Paul eben schon gesagt habe, also die Pagode läuft wirklich toll. Und wenn ich jetzt im Moment mir eine Pagode zulegen würde, wäre das hier sicherlich mein Favorit. Die hat ein ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Die fährt hervorragend. Ich habe nirgends gesehen, dass er auch irgendwo rostet oder irgendwas. Hat eine Top-Karosserie. Hier vorne das Armaturenbrett zeigt sich in einem wunderschönen, originalen, authentischen Zustand. Ich finde die Farbe gut, dieses hellblau, innen dunkelblau, dunkelblaues Dach. Das sieht top aus, ist super edel, ist relativ selten. Es gab ja damals sehr, sehr viele beige bzw. weiße Pagoden. Und so eine weiße Pagode, so ein 050, ist nicht so ganz mein Ding. Und das sieht meist ein bisschen hart aus, auch wenn die dann schwarzes Leder haben oder so. Oder Weißlederrot, das muss ich auch nicht haben. Aber das hier, das sieht fein aus. Und das ist wirklich ein Auto. Hier setzt man sich rein und fährt gut. Übrigens ist noch das Original-Lenkrad. Man sieht, dass das hier minimal gerissen ist, muss man aber genau gucken. Guck mal hier vorne, das ist das originale Lenkrad. Finde ich wunderschön, ist ein Zeichen dafür, dass der Wagen immer sehr gepflegt wurde. Auch die ganzen Armaturen, die ganzen Chromringe hier, die sind alle in einem hervorragenden Zustand. Wie auch überhaupt das ganze Armaturenbrett. Es sind ja alle Schlüssel noch dabei. Schaut mal hier, der ganze Chrom, das ist alles hervorragend im Zustand. Ja, also wirklich eine Empfehlung. Wir sind jetzt ungefähr 20 Kilometer gefahren mit dieser wirklich guten Pagode. Hat mir Spaß gemacht. Man hat genug Platz auch in dem Wagen. Die wiegt ja 1,3 Tonnen Leergewicht. Hat knapp 80 Liter Tank, verbraucht so 12 bis 14 Liter. Geht ziemlich los, 9 Sekunden von 0 bis 100. Und ist ein Wagen, der wirklich Freude macht. Aber ist ein Roadster, Sportroadster für 2 Leute. Also nichts für 3 oder 4 Leute. Das ist eine Pagode nicht. Und so einen riesig großen Kofferraum hat er auch nicht, der Wagen. Ist was für Reisen bis 300, 400 Kilometer. Oder wenn man alleine ist, ist das auch egal. Da kann man auch weiterfahren. Aber fahren tut er toll. Funktioniert alles wunderbar. Wenn man überlegt, dass der Wagen mittlerweile deutlich über 50 Jahre alt ist. Also dafür muss ich sagen, ist das wirklich ein super Auto. Schönes Autochen. Also derjenige, der das Auto kauft, der hat richtig Glück, sage ich jetzt mal so. Ja, wenn ihr wieder richtig tolle Autos kennt, wisst, hört,
meldet euch bei mir, suche ich immer, je besser, desto besser, je besser das Auto, desto besser meine Laune logischerweise. Umso schönere Filme können wir machen. Und ich bin immer natürlich bestrebt, ein wirklich gutes Angebot zu haben mit tollen Wagen. Also meldet euch bei uns 080 36 70 04 oder halt in Hamburg 040 25 33 5000. Also, ich sage euch alles Gute, freue mich, dass ihr wieder mitgefahren seid. Bis zu meinem nächsten spannenden Dreh. Euer Stefan Luftschütz, bis demnächst und ciao.